Hallo und herzlich willkommen auf Enforce Tech TV, dem digitalen Format der Enforce Tech. Wir sind hier bei IT Watch und ich habe hier den Ramon. Ramon, grüße dich. Hi, grüß dich. Ramon, wichtiges Thema IT-Sicherheit. Viele Firmen und gerade auch in der Rüstungsindustrie suchen Lösungen, wo sie möglichst viel aus einer Hand bekommen. Magst du uns kurz was über euer Unternehmen erzählen? Natürlich. Also uns gibt es schon ewig lang. Was ist ewig? Ich mache seit 83 IT-Sicherheit. Also da warst du wahrscheinlich noch gar nicht geboren. Ich bin ein 77er Jahrgang, es tut mir leid. Ah, Entschuldigung, hab ich dich wieder jünger gemacht, als du bist. Und was wir machen, wir bauen Cyber-Security-Produkte, die im Cyberraum aktiv schützen. Okay. Das heißt, das, was so an Schadcode kommt, das kommt bei uns gar nicht durch. Also schon bevor das Ziel erreicht wird quasi. Exakt. Und da haben wir 4 Produkte. Über 2 will ich hier reden. Das erste ist ganz einfach erklärt. Microsoft ist eine Plattform, die ist für alle gebaut und deswegen ist sie nicht prinzipiell sicher. Das heißt, du drückst auf den Knopf und installierst, dann ist es noch nicht 100% sicher. Und wir haben Produkte, die diese Microsoft-Plattform so sicher machen, dass sie bis in geheim klassifizierte Umgebungen in Einsatz kommen. Also ihr arbeitet eng zusammen mit Microsoft quasi, oder? Wir arbeiten seit ganz, ganz langen Jahren mit Microsoft eng zusammen. Ich war auch schon drüben bei denen für CXO-Talks und Strategieaustausch. Und rauskommt, dass es nur noch ganz wenige Unternehmen auf der Welt gibt, die so tief in den Kern von den Microsoft-Betriebssystemen eindringen. Und wir sind wahrscheinlich eines der ganz wenigen, die es in Deutschland machen. Also wir sind ein Unternehmen, was in Deutschland fußt, was nur deutsche Shareholder hat. Und eigentlich der Traum von dem, über was die Politik jetzt so spricht, Mittelstand, Geheimschutz betreut, nur in deutscher Hand und alles selbst entwickelnd. Top, mega gut, oder? Ja. Das, über was ich aber eigentlich mehr erzählen wollte, das ist unsere Datenwaschmaschine. Weil diese Datenwaschmaschine macht das, dass du von außen irgendwo Daten bekommst und du bist dir nicht ganz sicher. Ja, du kriegst Mails und in diesen Mails könnte irgendwas drin sein. Was ist die das, größte was da... Schwachstelle ist immer derjenige, der am Ende sitzt, ne? Das wollen wir eben verhindern. Ja. Also in dieser IT-Sprechwelt heißt es, dass wir zum einen datenzentriert, aber zum anderen userzentriert sind. Das heißt, wir stellen den Anwender in den Mittelpunkt und sagen, eigentlich muss der Anwender überall klicken können. Ja. Weil, was soll der Anwender tun? Wir haben da immer so ein Beispiel. Du arbeitest in der Personalabteilung, du hast Bewerbungen von Flüchtlingen aus der Ukraine, die wollen gerne arbeiten, die dürfen arbeiten, die würden auch sehr günstig arbeiten, also optimale Voraussetzungen für die Personalabteilung. Dann schauen sich die Mailadresse an und sagen, schaut komisch aus. Ja. Dann schauen sich die den Text an und sagen, ups, kein gutes Deutsch. Ja. Und dann gucken die in die Firmenrichtlinie rein und sagen, wenn ich eine Mail kriege, wo der Mailheader komisch und wo, dann nicht klicken. Das heißt, es wird eigentlich gefiltert, wo kein Filter notwendig gewesen wäre. Der menschliche Filter sollte angewendet werden für Dinge, die eigentlich dem Unternehmen hilfreich sind. Exakt. Und was tun wir? Wir haben eine Mail-Waschmaschine, die quasi alle Mails, die reinkommen von einer unbekannten Domäne, da kann man also Domänen markieren und sagen, die kenne ich, die mag ich, die dürfen durch. Und andere werden dann eben durch diese Waschmaschine geleitet und Anhänge, die da drin sind, werden von allem, was Code ist, befreit. Weil, wenn du eine Bewerbung aufmachst, dann brauchst du eigentlich kein Stückchen Software da drin. Ja? Und zusätzlich gucken wir auf die Links, die da drin sind. Also da gibt es immer so bunte Dinger, die kannst du dann klicken und dann landest du auf irgendeinem Server. Und manchmal sind diese Namen in diesen URLs so, dass du überhaupt nicht entscheiden kannst, was ist das falsch sicher ist. oder nicht, ja? Na, weil, wenn du dir zum Beispiel vorstellst, dass du ein großes I hast und ein kleines L, dann schaut das völlig identisch aus. Ja? Und jetzt, die findigen Typen bauen also dann die URL von irgendetwas, das eigentlich ein L da drin hat, nach und setzen da Also eigentlich für den End-User sieht es so aus, als wäre es sicher, aber ist es nicht. Als wäre es das, Mittel. auf was sie hin wollten. Ja? Und da können wir eben immer diese Domains, heißt es in diesem IT-Sprech, die können wir angucken und können sagen, oh, das ist schlecht, da nicht draufklicken. Und dann ersetzen wir das oder markieren das oder nehmen es ganz raus. Eben waschen. Und das Lustige dabei ist, der Kunde hat quasi die Entscheidung, welche Wäsche er anwenden will, also welches Waschprogramm, welches Waschpulver und so weiter und so weiter. Und dann kann er sagen, irgendwie, was will ich denn da drin lassen?
Und bei Mails von unbekannten Domains kann das was anderes sein, wie zum Beispiel, wenn ich einen USB-Stick von jemandem, den ich eigentlich kenne, annehme. Ja. Dann will der bei mir einen Vortrag machen oder übergibt mir seine Vertriebsunterlagen, seine Marketingunterlagen. Und dann kann ich die eben auch waschen, aber mit einem anderen Waschprogramm. Okay. Muss ich nicht kochen, sondern kann ich bei 30 Grad waschen. Ja. Und dann sind wir natürlich jetzt in der Welt, wo der Anwender tatsächlich irgendwie Informationen entgegennimmt. Das würde dann so ausschauen, dass wenn du dir vorstellst, du bist auf der Baustelle, dann brauchst du so ein robustes Gerät, was auch mal runterfallen kann. Ja. Und wenn du im Büro bist, dann brauchst du vielleicht eher so ein Gerät, wo du ein Notebook hast oder so ein wunderbar cooles Surface, ja, also so ein Tablet. Mit diesem Gerät kannst du dann natürlich irgendwie überall hingehen und im Regen arbeiten, auf der Baustelle, was auch immer. Du hast natürlich dann, wenn du so ein schickes Tablet hast, eher das Modell für den Banker. Ja. Da kommt jemand und sagt irgendwie, ich würde ganz gerne meine Immobilie verkaufen. Und mag die Bank das übernehmen und dann gibt es natürlich 3D-Videos und alles. Überall kann schädlicher Code drin sein. Das heißt, der Banker packt sein Surface aus, steckt an oder noch cooler, übernimmt direkt von dem Telefon von den Kunden, also von dem Mobile, das Video und hat es in seinem Archiv und kann es sofort an Marketing weitergeben und es ist wieder sicher kein Code drin. Sodass wir sagen, da unterschiedliche Formfaktoren haben. Also wir können das im Rechenzentrum machen für alle Mails. Wir können das auf einem portablen Gerät machen. Und jetzt stellt sich natürlich immer die Frage, wenn du das auf einem portablen Gerät hast und du bringst es wieder auf einen USB-Stick oder auf einen mobilen Datenträger, wie kann man denn sicherstellen, dass das, was dann in meine wirkliche IT-Welt kommt, gewaschen ist? Dafür haben wir einen speziellen Vorgang. Wir nennen das Clean File. Okay. Das heißt, alles, was aus dieser Waschmaschine rauskommt, kriegt so einen Stempel, du bist sauber, und dann kann man es einspielen. Und damit das eben noch nicht ausreicht, bringen wir das bis auf den Arbeitsplatz von dem Anwender, sodass der Anwender, wenn er heimkommt und er hat irgendwie so Giveaways mitbekommen mit Marketingunterlagen, kann er direkt auf seinem Arbeitsplatz einstecken, wird lokal gewaschen oder zentral gewaschen. Und er kann alle Daten nutzen. Sorgenfreies Arbeiten. Das ist unsere Idee. Finde ich sehr, sehr cool. Ramon, ich danke dir vielmals für die kurze Einführung in eure Firma IT-Watch. Kann ich euch nur empfehlen. Ich denke, gerade hier im Rüstungsbereich sollte man da definitiv ein bisschen mehr tun, um die Sicherheit zu gewährleisten. Wir haben hier viele Aussteller, die da in den verschiedenen Bereichen eingreifen. Und die schauen wir uns auch hier im weiteren Verlauf auf der Messe noch an. Vielleicht kann ich dir noch einen ganz kurzen mitgeben. Wir sind da kein echter Newcomer. Wir haben schon über 300.000 Lizenzen bei der Bundeswehr verbaut. Die gehen bis in die waffentragenden Systeme, sodass also die Sicherheit von diesen Produkten echt top geprüft ist. Super, hervorragend. Top. Dann hoffe ich, dass da noch mehr kommt. Ja, wir schauen weiter auf der NForce Tech, was es hier noch so zu sehen gibt. IT-Watch, alle Informationen, die ihr braucht, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye. Ciao.